In diesem Video zeige ich dir, warum ein echter, funktionierender Plan B keine Option ist, sondern ein absolutes Muss. Und das werde ich dir zeigen, gerade am Beispiel Dubais und was da so gerade passiert. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich intensiv mit dem Thema Plan B auseinandersetzt, dann lade ich dich jetzt herzlich zu unserem Schweizer Taschenmesser für dein Plan B Seminar nach Zürich ein, was wir dort regelmäßig veranstalten. Dort stellen wir dir im Detail alle Aspekte eines Plan B vor, von zweiten Staatsbürgerschaften bis zu Konten außerhalb der EU, internationaler Vermögensdiversifikation und noch etliche andere Punkte. Mit dabei ist neben dem Daniel und mir natürlich auch wieder Herr General außer Diensten Erich Warth, lange Jahre Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Wenn du dir anschaust, was in der Welt gerade passiert, dann weißt du, warum es so wichtig ist, dass man einen Plan B auch in Abhängigkeit von der geopolitischen Lage plant. Und deswegen ist Herr General Warth da. Er kann dich mit Informationen versorgen, die du sonst nirgendwo bekommst. Diese Informationen erlauben dir dann, deinen Plan B so zu definieren, dass du von möglichen geopolitischen Krisen in der Zukunft verschont bleiben wirst. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite, Details dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich in Zürich begrüßen zu dürfen. So, nun einmal zurück zum eigentlichen Thema. Während die aktuelle Weltlage, während die aktuelle geopolitische Situation natürlich absolut prekär ist, auch wenn sie möglicherweise katastrophale Folgen für die Region und auch für Europa hat und auch natürlich Deutschland, hat sie doch einen Vorteil für dich und mich. Wir können sozusagen am lebenden Objekt mal unsere Plan B-Theorien so durchspielen. In der Covid-Krise war das übrigens auch möglich. Da hat man also effektiv live gesehen, was passiert, wenn der Staat einmal seine Krallen ausfährt, wie schnell sich dann alles ändert, wie schnell bürgerliche Freiheiten eingeschränkt werden. Jetzt bei der Situation in Dubai, bei diesem Krieg im Iran, geht es um eher andere Risiken als die von Covid. Aber auch hier können wir natürlich etliche interessante Dinge lernen und dann auch für uns ableiten. Ansonsten ist ja vielfach eine solche Plan-B-Diskussion immer sehr theoretisch. Was wäre wenn? Was könnte dann und dann passieren? Kann sich niemand so richtig hundertprozentig vorstellen, wenn man sich nicht eben ganz konkrete, praktische Beispiele vor Augen führt. So, und genau das sollen wir in unserem Video machen. In den letzten Wochen sind viele Expats aus Dubai geflohen, auch wenn mir völlig klar ist natürlich, dass die Situation in Dubai trotz allem nach wie vor ziemlich sicher ist. Auch die Streitkräfte dort in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben ja sehr viel getan, damit die Geschosse aus dem Iran abgewehrt werden. Dennoch ist natürlich für viele Expats die Situation unhaltbar und sie fliehen, sie verlassen das Land fluchtartig. Wenn man die Presseberichte anschaut, dann haben die meisten von ihnen wohl keinen Plan B. Hier zum Beispiel ein aktueller Artikel aus der Daily Mail. Hier geht es um Briten, die Dubai verlassen. Fleeing Dubai expats cause sharp rise in rent prices in Britain's poshest neighborhoods. Also der Artikel, ich werde ihn auch verlinken gleich in der Beschreibung dieses Videos. Der Artikel handelt sozusagen von vielen wohlhabenden Briten, die jetzt fluchtartig nach Großbritannien zurückkehren. Sie haben eben nirgendwo anders eine Bleibe. Das ist der einzige Ort, wo sie zurückkehren können. Und dass jetzt durch diese fliehenden Briten, sage ich jetzt mal, also zur Abwechslung mal reiche Flüchtlinge, dass durch diese reichen Flüchtlinge dann die Mietpreise in den gehobenen Stadtteilen in London und im Rest vom UK steigen. Tom Bill, Head of Residential Research at Estate Agent Knight Frank, said, also ein Immobilienmakler aus London sagt, London's long-standing reputation for stability comes into sharper focus in times of geopolitical volatility. Also London hat natürlich die Reputation großer Stabilität. Und wenn es dann geopolitisch irgendwo kracht, werden die Leute von dieser Stabilität angezogen. Eine andere Immobilienmaklerin, Becky Fatemi, sagt, our offices are absolutely inundated with inquiries for short-term lets of 6 months or a year. Sie ist von Sotheby's International, also von einem Edelimmobilienmakler, und sie sagt, sie sind absolut überschwemmt mit Anfragen von Personen aus Dubai, von Briten, die hier 6 bis 12 Monate eine Immobilie mieten wollen. These clients are willing to pay upwards of £3,000 per week. Also diese Kunden sind bereit, über 3.000 Pfund pro Woche für Miete zu bezahlen.
Und weiter sagt sie, many people traditionally quit the Middle East for Europe for a period of month when the schools break up in June, but they are coming now because they want to be safe. Also sie redet davon, dass natürlich normalerweise in friedlicheren Zeiten während den Sommerferien viele Einwohner Dubais, viele Expats, die da wohnen, nach Europa zurück können, weil das Wetter einfach viel zu heiß ist. Jetzt kommen sie aber schon früher aufgrund der Sicherheitslage in Dubai. She added that most expats fleeing the Gulf were seeking a swanky proposition, a home that's fully furnished and ready to move in, as they have left most of their stuff behind. Also die meisten, die kommen, wollen gerne eine voll möblierte, edle Immobilie haben, die voll ausgestattet ist, denn sie haben ihr ganzes Hab und Gut in Dubai zurückgelassen. Areas in demand include West London's Kensington, Chelsea, Notting Hill and Holland Park, also die üblichen Verdächtigen. Du weißt wahrscheinlich, in London, West is best. Man sucht also Immobilien in Kensington, Chelsea, Notting Hill und Holland Park. Und hier noch ein wichtiger Punkt, auch das sagt wieder unsere Becky Fatemi. These people may be looking for a base, but they are not permanently relocating to London yet. They are waiting to see how Dubai endures the war. Also man sucht hier keine langfristige Bleibe, sondern man will erstmal schauen, wie es in Dubai weitergeht. So, ich bin mir sicher, das Gleiche ist auch für Deutschland der Fall. Und ich hatte ja schon vor einigen Tagen ein Video zu dem Thema aufgenommen, was das möglicherweise für steuerliche Implikationen hat. Und diese steuerlichen Implikationen wird es sicherlich auch im UK haben. Das heißt, du entgehst der Kriegshölle im Mittleren Osten, kommst aber dann vom Regen in die Traufe sozusagen, weil du dich dann dem Risiko aussetzt, wieder in Deutschland oder in diesem Beispiel auch in UK unter die unbeschränkte Steuerpflicht zu fallen. Und das kann zum Teil dramatische Konsequenzen haben. Das haben wir ja schon in dem anderen Video beleuchtet. So, und das ist halt immer so, wenn man nicht vorbereitet ist. Ja, wenn man keinen Plan hat, wenn man keinen Plan B hat, wenn man einfach weg muss, wenn man einfach fliehen muss, dann kommt man genau in solche Situationen. Und das zeigt dir im Grunde ganz genau, warum ein wirklicher funktionierender Plan B so wichtig ist. Unsere Mandanten sind normalerweise besser vorbereitet. Ich kann dir von einem Mandanten berichten, der in Dubai lebt. Er ist ein älterer Herr, hat also keine kleinen Kinder mehr. Es geht nur um ihn und seine Frau. Als das Ganze halt im Iran losgegangen ist, als Israel und die USA den Iran angegriffen haben, waren die beiden sowieso gerade im Urlaub in Asien. Und jetzt kommt das Entscheidende. Sie waren eben dann nicht gestrandet, denn dieser Mandant hat auch noch einen weiteren Wohnsitz in Malta. Also einfach nicht immer nur eine Briefkastenadresse, ja, sondern eine richtige Wohnung, die er dort langfristig angemietet hat, die er nach seinem Geschmack eingerichtet hat, wo seine Möbel drinstehen, wo er normalerweise auch immer viel Zeit verbracht hat, wenn er nicht in Dubai war. Es gefällt ihm in Malta sehr gut. Er ist vertraut mit dem Klima, er ist vertraut mit den Menschen, er ist vertraut mit der Kultur. Und natürlich ein ganz entscheidender Vorteil, Malta hat natürlich auch sehr bedeutende Steuervorteile und im Grunde genommen lässt es sich auf Malta steuerlich fast so gut leben wie in Dubai. Als ich das letzte Mal in Dubai war ich mit diesem Mandanten beim Abendessen und wir haben genau über dieses Szenario gesprochen. Ich habe ihn gefragt, warum er denn den Aufwand macht, um sein Setup dort in Malta weiter aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, er hat dort eine Wohnung langfristig gemietet, also auch keine Billigwohnung. Ja, das kostet sicherlich auch 2.000 Euro im Monat da die Miete mindestens. Dann muss er natürlich auch in Malta die Non-Dom-Pauschale bezahlen, also die 5.000 Euro pro Jahr. Und eben das ist, was ich meine. Ja, das ist nicht einfach nur irgendein Schein-Setup, sondern er ist da wirklich voll steuerlich registriert. In den Augen der maltesischen Steuerbehörden wohnt er wirklich in Malta und dann ist es ja so in Malta, dann zahlst du als Ausländer einfach deine Pauschalsteuer von 5.000 Euro und sämtliche Einkünfte sind steuerfrei. Also er hat Steuernummer, er hat Bankkonten, er hat das komplette Setup, sodass er letztlich zwischen den Welten Europa und Dubai hin und her gehen kann. Das heißt, diese Situation, wie sie sich jetzt gerade im Mittleren Osten hier ergeben hat, dieser Krieg, war für ihn mit keinerlei Reibungsverlusten verbunden. Er kann sein Business einfach weitermachen. Er muss sich nicht noch um ein kompliziertes Setup bemühen, wie die Briten in meinem Beispiel gerade. Er läuft nicht in eine Steuerhölle rein. Und vor allen Dingen ist er natürlich auch in einer Umgebung, in der es ihm gefällt und die ihm vertraut ist. So, und das ist im Grunde genommen ein wirklicher Plan B, ja. Also das ist nicht einfach irgendwas, was du in deiner Schublade hast, irgend so eine Residence für irgendein Land, zu dem du keine Beziehung hast, sondern du hast ein wirklich funktionierendes Setup. Das heißt, du hast eine Bleibe, du hast ein Refugium, das ist ein Land, wo du dich auskennst. Das ist ein Land, wo du auch gerne bist. Das ist ein Land, was auch für deine Familie passt. Also hier die Ehefrau des Mandanten fühlt sich in Malta ebenso sehr wohl. Man hat dort auch über die Jahre viele Freundschaften und Bekanntschaften geknüpft. In gewisser Weise können Sie das auch als einen Vorteil sehen,
denn die Kinder und Enkelkinder wohnen in Deutschland und Österreich. Jetzt kann man diese auch noch mehr besuchen, weil ja Malta einfach näher dran ist als Dubai. So und so hat man im Grunde genommen aus einer negativen Situation dann etwas Positives gemacht. Ja. Zum einen hat man einen schönen zweiten Wohnsitz in Malta. Da sind auch die eigenen Sachen. Da ist man in gewohnter Umgebung. Und man kann einfach mal da bleiben und abwarten, was so in Dubai alles passiert, ohne jetzt gleich in Dubai alles aufgeben zu müssen. So, und eben übertragen auf dich solltest du genau das Gleiche tun. Egal, ob es jetzt um Covid geht oder um Kriege geht oder möglicherweise um drastische Steuererhöhungen in Deutschland. Es kann einfach sein, dass du schnell weg musst. Erinnere dich dann, als die Wegzugsteuer das letzte Mal verschärft wurde, das war Ende 2024, da wurde im November auf einmal bekannt gegeben, dass jetzt die Wegzugsteuer auch auf ETFs fällig wird. Und zwar auf ETFs, in die man mehr als 500.000 Euro einbezahlt hat. Jetzt kannst du sagen, okay, das betrifft die wenigsten, aber es betrifft schon einige. So, und die standen dann auf einmal da. Die mussten dann auf einmal anfangen, ihren kompletten Plan B aufzusetzen. Und jetzt stell dir vor, wie du das machen willst. Ende November, Dezember läuft ja eh nicht mehr viel wegen Weihnachten. Da hat man nicht gerade das Gefühl von Sicherheit, sondern ist eben ziemlich gestrandet. Das heißt, auch wenn du in Deutschland wohnst, solltest du einen Plan B haben. Und es sollte eben etwas sein, was auch irgendwo natürlich zu dir passt. Ja. Also, wenn du jetzt ein Grundstück in Paraguay hast, so schön Paraguay ist, aber du kannst dir nicht vorstellen, dort wirklich zu leben, mal für ein halbes Jahr oder auch nur für 3 Monate, dann bringt dir das natürlich relativ wenig. Ja. Und wenn wir das jetzt mal im Detail durchdenken, dann wirst du einfach zu dem Schluss kommen, dass die Etablierung eines solchen Plan B nicht über Nacht passiert, sondern das wird einige Monate, vielleicht sogar einige Jahre an Zeit brauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass du jetzt mit solchen Planungen beginnst, während alles noch einigermaßen ruhig ist und friedlich ist, wo du noch eine gewisse Atempause hast, dass du das alles in Ruhe organisieren kannst. Denn wir haben es ja gesehen bei Covid, oder wir haben es jetzt auch wieder gesehen in Dubai, da geht auf einmal alles dann sehr schnell. Und auf einmal wollen dann sehr viele, wie in dem Beispiel von gerade eben, in einem bestimmten Gebiet Wohnungen mieten. Das wird dann nicht nur alles teurer, das heißt ja möglicherweise auch, dass auf einmal das Angebot viel zu klein ist. Und ein sauberer Plan B, wenn du es durchdenkst, bezieht sich natürlich nicht nur auf einen Wohnsitz, sondern eben auch möglicherweise auf Bankkonten, möglicherweise auf Orte, wo du Gold lagerst, möglicherweise auf Crypto-Exchanges, auf Broker, denn das kann ja alles auch Auswirkungen haben auf die steuerlichen Konsequenzen. Also, lass dich durch diese erneute Krise im Mittleren Osten nicht in Panik versetzen, aber lass dich wachrütteln. Mach dir klar, welche Risiken es gibt. Mach dir überhaupt klar, dass es Risiken gibt und wie schnell sowas passieren kann und wie unerwartet sowas passieren kann. Ganz egal, wo du wohnst. Sicherlich, der Mittlere Osten ist eine ziemlich volatile Region, aber auch in Deutschland gibt es Risiken, siehe Covid oder eben, wie ich es gerade eben gesagt habe, die Wegzugsteuer oder andere Risiken. Es sind einfach andere Arten von Risiken, die aber am Ende genauso existenzbedrohend sein können. Wenn du auf diesem Weg eine schlagkräftige, aktive Community suchst, dann sind wir natürlich gerne da für dich bei uns auf unseren Events, auf unseren Reisen, auf unseren Seminaren und auch online zum Beispiel in unserem Telegram-Kanal wirst du viele Gleichgesinnte kennenlernen und wir können dich natürlich bei allen Aspekten rund um deinen Plan B oder deine Auswanderung beraten. Ich selbst habe Deutschland schon vor 26 Jahren verlassen. Und seit 20 Jahren helfen wir deutschsprachigen Mandanten dabei, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, einen Plan B zu etablieren, zweite Staatsbürgerschaften zu erhalten und ihr Vermögen international zu diversifizieren. Wenn das Themen sind, die auch dich ansprechen, würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.